Sie sind unsichtbar. Sie kennen keine Grenzen. Und sie haben mehr Menschen getötet als alle Kriege der Geschichte zusammen. Unsere Zivilisation glaubt, sie hätte die Monster der Vergangenheit besiegt. Aber die Geschichte lehrt uns eine brutale Lektion. Der nächste Killer wartet bereits. Welche Seuchen haben unsere moderne Welt am stärksten erschüttert? Das sind die Top 5 der schlimmsten Epidemien der Neuzeit. Die Geschichte der Menschheit ist untrennbar mit der Geschichte ihrer Krankheiten verbunden. Während wir heute oft das Gefühl haben, die Medizin hätte die großen Seuchen im Griff, zeigt die Vergangenheit, wie schnell diese unsichtbaren Feinde Zivilisationen ins Wanken bringen können. Für dieses Ranking konzentrieren wir uns auf die Neuzeit. Das bedeutet alles ab etwa dem Jahr 1500. Eine Zeit, die geprägt war von globaler Vernetzung. Schiffe verbanden Kontinente und mit ihnen reisten die Krankheiten. Aber was macht eine Seuche zur schlimmsten? Wir schauen nicht nur auf die reinen Todeszahlen. Wir schauen darauf, wie diese Epidemien Gesellschaften verändert, Wirtschaftssysteme kollabieren lassen oder die Infrastruktur revolutioniert haben. Legen wir los mit Platz 5. Einem Killer, der durch die industrielle Revolution erst richtig Fahrt aufnahm. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit des radikalen Umbruchs. Städte wie London oder New York explodierten förmlich. Millionen zogen auf der Suche nach Arbeit in die urbanen Zentren. Doch diese neuen Metropolen waren tickende Zeitbomben. Es gab keine Kanalisation, keine Müllabfuhr. Der Dreck stapelte sich buchstäblich in den Straßen. In diesem perfekten Nährboden schlug die Cholera zu. Sie wurde auch der blaue Tod genannt, weil sie die Körper der Opfer dehydrierte und die Haut bläulich verfärbte. Die Krankheit ist brutal. Sie kann innerhalb von Stunden töten. Über das 19. Jahrhundert hinweg gab es 7 große Cholerawellen, die weltweit Millionen Menschenleben forderten. Lange dachte man, die Krankheit würde durch Miasmen, also schlechte Luft, übertragen. Die Menschen versuchten sich mit Essig oder Rauch vor dem Gestank zu schützen. Aber die Ursache lag woanders, im Trinkwasser. In den Städten holten die Menschen ihr Wasser aus öffentlichen Pumpen oder direkt aus Flüssen, in die gleichzeitig die Abwässer geleitet wurden. Der Durchbruch kam 1854 in London. Der Arzt John Snow kartierte akribisch die Cholerafälle im Stadtteil Soho. Er fand heraus, dass sich fast alle Fälle um eine einzige Wasserpumpe in Broad Street konzentrierten. Er ließ die Pumpe sperren und die Epidemie stoppte. Dies war die Geburtsstunde der modernen Epidemiologie. Die Angst vor der Cholera zwang die Städte weltweit zu handeln. Riesige Kanalisationssysteme wurden gebaut, die öffentliche Hygiene wurde erfunden. Die Cholera hat unsere Städte sauberer gemacht. Ein brutales Erbe. Platz 4. Die Rückkehr eines alten Terrors. Man dachte, die Pest, der Schrecken des Mittelalters, sei besiegt. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts tauchte sie wieder auf. Diesmal begann es in der chinesischen Provinz Yunnan. Doch im Gegensatz zum Mittelalter traf die Seuche nun auf eine völlig veränderte Welt. Es war das Zeitalter der Dampfschiffe und Eisenbahnen. Die Globalisierung nahm Fahrt auf. Und die Pest reiste mit. Von China aus erreichte sie 1894 Hongkong, einen der wichtigsten Handelsknotenpunkte der Welt. Von dort aus verbreiteten infizierte Ratten auf den Handelsschiffen den Erreger in kürzester Zeit auf alle bewohnten Kontinente. Es war die erste wahrhaft globale Pandemie der Geschichte. Am schlimmsten traf es Indien und China. Allein dort starben über 12 Millionen Menschen. Die Pandemie führte weltweit zu Panik und drastischen Maßnahmen. Hafenstädte wie San Francisco verhängten Quarantänen, teilweise mit rassistischen Untertönen gegen chinesische Einwanderer. Doch die dritte Pestpandemie brachte auch wissenschaftlichen Fortschritt.
1894 gelang es dem Arzt Alexandre Yersin in Hongkong, den Pesterreger zu identifizieren. Das war entscheidend für die spätere Bekämpfung. Obwohl die Pandemie erst Mitte des 20. Jahrhunderts offiziell für beendet erklärt wurde, war das Wissen um den Erreger der erste Schritt zum Sieg über den alten Feind. Platz 3. HIV/AIDS. Ende der 1970er Jahre. Die Medizin feiert Triumphe. Antibiotika und Impfstoffe haben viele alte Schrecken besiegt. Die Welt wiegt sich in relativer Sicherheit. Doch dann tauchen mysteriöse Fälle auf. 1981 beschreiben Ärzte in den USA eine neue Krankheit. Junge, zuvor gesunde Menschen sterben an seltenen Lungenentzündungen und Krebsarten. Ihr Immunsystem scheint spurlos zu verschwinden. Zuerst wusste niemand, womit man es zu tun hatte. Es dauerte Jahre, bis das humane Immundefizienzvirus HIV als Ursache identifiziert wurde. HIV ist anders als die schnellen Killer der Vergangenheit. Das Virus verbreitet sich langsam und oft unbemerkt über Jahre, bevor es das Immunsystem zerstört und AIDS ausbricht. Die frühen Jahre der Epidemie waren geprägt von Angst, Stigmatisierung und politischem Versagen. Weil anfangs vor allem marginalisierte Gruppen betroffen waren, wurde die Krise lange ignoriert. Aktivisten mussten lautstark für Forschungsgelder, Aufklärung und Anerkennung kämpfen, während die Infektionszahlen weltweit explodierten. Die Auswirkungen sind verheerend. Bis heute sind weltweit über 40 Millionen Menschen an den Folgen von AIDS gestorben. Besonders brutal traf es Subsahara-Afrika. In einigen Ländern brach die Lebenserwartung dramatisch ein. Ganze Generationen wurden dezimiert, was zu tiefen sozialen und wirtschaftlichen Krisen führte. Der Wendepunkt kam Mitte der 90er Jahre mit der Entwicklung der antiretroviralen Kombinationstherapie. HIV wurde von einem sicheren Todesurteil zu einer chronischen Krankheit, mit der man leben kann. Doch die Epidemie ist nicht vorbei. Noch immer haben Millionen Menschen keinen Zugang zu diesen Medikamenten. HIV/AIDS bleibt eine der größten globalen Herausforderungen. Wir nähern uns nun den zwei verheerendsten Katastrophen der Neuzeit. Zwei Ereignisse, die die Welt, wie wir sie kennen, fundamental erschüttert haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches historische Ereignis sollen wir als nächstes beleuchten? Danke für euren Support. Und jetzt machen wir uns bereit für Platz 2. Eine Katastrophe, die im Chaos des Krieges geboren wurde. Die spanische Grippe 1918. Die Welt befindet sich im 4. Jahr des Ersten Weltkriegs. Millionen sind bereits gestorben. Die Zivilisation ist erschöpft. Doch der größte Killer kam nicht von feindlichen Armeen. Der Krieg war der perfekte Brutkasten und das perfekte Transportmittel. Riesige Truppenbewegungen brachten das Virus in wenigen Monaten rund um den Globus. Es wurde spanische Grippe genannt, aber nicht, weil es aus Spanien kam. Spanien war neutral und zensierte die Presse nicht. Es war das erste Land, das offen über die Katastrophe berichtete. Die Geschwindigkeit war unfassbar. Die Pandemie schlug in 3 Wellen zu, wobei die zweite im Herbst 1918 die tödlichste war. Krankenhäuser waren hoffnungslos überfüllt. Und es gab eine tödliche Anomalie. Während Grippewellen normalerweise Alte und Schwache treffen, starben bei der spanischen Grippe vor allem junge, gesunde Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Die Welt stand still. Schulen, Theater und Geschäfte wurden geschlossen. In vielen Städten war das Tragen von Masken Pflicht. Das öffentliche Leben brach zusammen. In nur 2 Jahren infizierte die spanische Grippe 1/3 der Weltbevölkerung. Die Schätzungen der Todesopfer reichen von 30 bis 50 Millionen. Das sind mehr Tote als im Ersten Weltkrieg. Es war die schnellste demografische Katastrophe der Geschichte. Platz 1. Der älteste Feind. Keine andere Krankheit hat die Menschheit über Jahrtausende so konstant terrorisiert. Aber der Beginn der Neuzeit markierte eine katastrophale Wende. Wir sprechen von den Pocken. Der Grund liegt im Jahr 1492.
Als Kolumbus und die Europäer die neue Welt erreichten, brachten sie das Pockenvirus mit. Die indigenen Völker Amerikas hatten noch nie Kontakt mit dem Virus gehabt, sie waren immunologisch wehrlos. Was folgte, ist der größte demografische Kollaps der Menschheitsgeschichte. Innerhalb von 100 Jahren starben schätzungsweise bis zu 90% der Ureinwohner Amerikas an Pocken und anderen eingeschleppten Krankheiten. Ganze Reiche wie die Azteken und Inkas zerfielen nicht primär durch europäische Waffen, sondern durch das Virus. Die Pocken waren der wahre Eroberer Amerikas. Doch die Pocken wüteten weiter, weltweit. Allein im 20. Jahrhundert, also in der Zeit von Autos und Flugzeugen, töteten die Pocken zwischen 300 und 500 Millionen Menschen. Eine halbe Milliarde. Aber diese Geschichte endet nicht in der Tragödie. Sie endet mit dem größten Triumph der Medizingeschichte. Schon Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte der englische Arzt Edward Jenner das Prinzip der Impfung. Das Wort Vakzin kommt übrigens vom lateinischen vacca, die Kuh, da Jenner den Impfstoff aus den harmloseren Kuhpocken gewann. Es dauerte fast 200 Jahre, aber 1967 startete die Weltgesundheitsorganisation WHO eine massive globale Kampagne mit einem kühnen Ziel: die Pocken auszurotten. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Teams reisten in die entlegensten Winkel der Erde, um jeden einzelnen Fall zu finden und die Kontaktpersonen zu impfen. Und sie hatten Erfolg. 1980 erklärte die WHO die Welt offiziell für pockenfrei. Es ist bis heute die einzige menschliche Infektionskrankheit, die jemals vollständig ausgerottet wurde. Der tödlichste Killer der Neuzeit wurde durch globale Zusammenarbeit und Wissenschaft besiegt. Wenn wir diese 5 Epidemien betrachten, sprechen wir von weit über einer halben Milliarde Toten. Zahlen, die so groß sind, dass sie fast abstrakt wirken. Die Geschichte dieser Seuchen lehrt uns vor allem eines: wie unglaublich fragil unsere Zivilisation ist. Unser Alltag, unsere Wirtschaft, unsere Sicherheit, alles kann innerhalb weniger Wochen kollabieren. Aber sie zeigt uns auch das Gegenteil. Die Reaktion auf Cholera revolutionierte unsere Städte. Der Kampf gegen AIDS beschleunigte die antivirale Forschung. Und die Ausrottung der Pocken bewies, dass die Menschheit die größten Katastrophen besiegen kann, wenn sie global zusammenarbeitet. Doch wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Die Covid-19-Pandemie hat uns brutal daran erinnert, dass die Geschichte nicht vorbei ist. In einer globalisierten Welt ist der nächste Ausbruch immer nur einen Flug entfernt. Wachsamkeit und internationale Kooperation sind keine Optionen, sondern Überlebensnotwendigkeiten. Denn wie wir am Anfang gesehen haben, der nächste unsichtbare Feind wartet bereits. Wenn ihr aus diesem Video etwas mitgenommen habt und mehr über die Ereignisse erfahren wollt, die unsere Welt geformt haben, lasst gerne ein Abo da. Danke fürs Zusehen und bleibt gesund.